Mein Name ist Eva Putz, ich bin Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin und promoviere seit 2 Jahren an der TU München im Bereich der Reha der Hüftendoprothetik. Ich habe mich nach meinem Physiotherapiestudium für einen weiteren Schritt in die Forschung und in ein erneutes Studium entschieden, weil unwahrscheinlich viele Fragen offen geblieben sind. Vor allem in dem Bereich der Befundung, der Assessments. Ich wollte genaueres wissen, ich wollte mehr Hintergründe erfahren und bin dann weitergegangen im Bereich der Sportwissenschaften und dann im Bereich der klinischen Diagnostik. Physiotherapie in Deutschland ist immer noch weisungsbefugt, das heißt, wir behandeln auf Rezept. Normalerweise bekommt ein Patient 6 Einheiten verordnet. Die erste Einheit ist immer eine Erstaufnahme, eine Befundung, Durchführung von verschiedenen Assessments. Dann wird die nächsten Therapieeinheiten behandelt und in der letzten Einheit wird der Behandlungserfolg noch einmal erhoben. In der normalen Physiotherapie-Ausbildung wird die Erhebung von Daten noch sehr subjektiv durchgeführt. Ich habe noch keine objektiven Messverfahren, ich kann die Therapie noch nicht standardmäßig individualisieren. In meiner aktuellen Forschung versuche ich, ursprüngliche Assessmentverfahren in der Physiotherapie aufzugreifen und mit digitalen Assessmentverfahren zu hinterlegen, dass wir die biomechanischen Daten in der Physiotherapie etablieren und versuchen, ursprüngliche Testverfahren mit biomechanischen Daten zu verifizieren, um den Patienten besser und individueller betreuen zu können. Ein großes Beispiel sind die Testverfahren in der Rehabilitation von Hüftendoprothese-Patienten. Über Jahre gibt es verschiedene Assessments, die immer wieder wiederholt werden. Durch biomechanische Daten konnten wir aber zeigen, dass diese Assessmentverfahren nicht ausreichend sind. Es benötigt biomechanische Daten, um den aktuellen Status des Patienten gut darlegen zu können. Ein Beispiel ist zum Beispiel der 5-Time-Sit-to-Stand-Test, bei dem der Patient 5-mal vom Stuhl aufsteht und sich wieder hinsetzt. Dabei wird die Zeitspanne gemessen, die er benötigt. Dieser Test wird in der Physiotherapie ganz häufig dafür verwendet, dass der aktuelle Zustand und Fitnesszustand und der Reha-Verlauf der Hüfte eingeordnet wird. Wir konnten durch unsere Messungen feststellen, dass nicht nur die Zeitspanne, die benötigt wird, um den Test zu vollziehen, wichtig ist für die Reha, sondern die Belastung, die auf die aktuelle Hüfte einwirkt. Mithilfe dieser biomechanischen Daten oder der erhobenen Daten, die sehr objektiv sind, kann man Therapieverläufe objektiver erheben, wie zum Beispiel Trainingsparameter, wie zum Beispiel Belastungsparameter, die sich objektiv darstellen lassen, um so das Training und die ganze Therapie besser evaluieren zu können. Darüber hinaus kann man mithilfe dieser objektiv erhobenen Daten Reha-Verläufe vergleichbarer machen. Man kann sie individualisieren, man kann genauer auf den Patienten eingehen, man kann Abweichungen von einem optimalen Reha-Verlauf frühzeitig erkennen und mit Hilfe von individueller Unterstützung den Reha-Verlauf dann doch noch gut beenden lassen. Ein Beispiel für eine biomechanische Messung im Therapiebereich ist die Symmetrieverteilung, Belastungssymmetrieverteilung bei Kniebeugen. Wenn man in der normalen Physiotherapie einen Patienten beurteilt, ob beide Beine gleich belastet werden, findet es immer noch mit Hilfe eines Sichtbefundes statt. Der ist wahnsinnig subjektiv, der ist zu jedem Therapeuten unterschiedlich, er ist nicht reproduzierbar. Eine sehr objektive Messung und eine sehr einfache Messung wäre die Messung der Belastungssymmetrie mit Hilfe von Kraftmessplatten oder Kraftmesssohlen, wodurch man eine Fehlbelastung oder eine Minderbelastung beim Patienten gut erkennen kann. Ein Beispiel für eine Kniebeuge mit einer asymmetrischen Belastung ist hier gegeben. Hier sieht man gut, dass eine Seite deutlich mehr belastet wird als die andere. In dem subjektiven Sichtbefund war es nicht möglich, den Unterschied zu sehen. Aktuell steckt die Forschung der Physiotherapie vor allem in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen. Wir haben ganz wenig Physiotherapie-Lehrstühle, die sich wirklich mit Forschung allein beschäftigen. Die Zukunft der Forschung in der Physiotherapie muss in Deutschland breit gefächert sein, sie muss auf alle Fachbereiche ausgebreitet werden. Wir brauchen eine physiotherapeutische Forschung, um die Patientenversorgung in Deutschland bestmöglich aufrechtzuerhalten. In der Physiotherapie und allgemein im ganzen Medizinbereich herrscht ein wahnsinniger Fachkräftemangel und ein extremer Kostendruck der Krankenkassen. Was es braucht, sind schnellere Assessmentverfahren, genauere Assessmentverfahren in der Physiotherapie und vor allem objektive Assessmentverfahren, um den Patienten bestmöglich betreuen zu können. Aktuell versuchen wir die Therapie zeiteffizienter und effektiver zu gestalten, indem wir gewisse Dinge vom Therapeuten auslagern. Die Zukunftsvision wäre, dass bestimmte Assessmentverfahren mit Hilfe von biomechanischen Messmethoden der Patient an Stationen alleine durchführen kann, um
Daten zu erheben, ohne die Assessments selber von der Therapiezeit abschneiden zu müssen. So wäre es möglich, in einem Therapieverlauf immer wieder verschiedene Stationen zu durchlaufen, um Daten zu erheben, damit wir den Patienten besser betreuen können, die Rehabilitation besser überwachen können, ohne dass wichtige und wertvolle Therapiezeit abgeschnitten wird. So kann die Zeit des Physiotherapeuten am Patienten wirklich zur Therapie genutzt werden und standardisierte Assessmentverfahren, die sich wirklich zur Digitalisierung eignen, ausgelagert werden und in die Eigenverantwortung des Patienten gegeben werden. Jetzt geht es darum, wie kann man das in der Praxis etablieren, wie kann ich das in einer normalen Physiotherapiepraxis einordnen. Und der große Traum für die Zukunft wäre, dass man diese objektiven Daten mithilfe einer KI hinterlegt, um schlechte Reha-Verläufe frühzeitig abfangen zu können.